Wir haben Digitalisierung in jedem Bereich, Industrie 4.0, Arbeit 4.0, alles ist 4.0. Und wir glauben, dass das gerade jetzt das wichtigste Thema ist oder eines der wichtigsten, weil Juristen sich endlich damit beschäftigen müssen. Und weil die Digitalisierung des Rechtsmarkts ein Trendthema ist, das sieht man in anderen Ländern und teilweise wird das hier gerade verschlafen. Deswegen ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Ja. Es war super, hat total viel Spaß gemacht, es war enorm inspirierend, viele nette Leute kennengelernt. I think at this hackathon there was a very high quality of organization and both taking care of us. So the massages, the food was really good, drinks and the people were really nice. Fantastisch. Erster Preis ist natürlich eine Ehre. Wir hatten 11 Teams, die 11 funktionierende Prototypen entwickelt haben, die auch technisch immer komplexer werden und auch von der Produktreife her immer besser. Which is the winner for today, so I'm proud to announce WizLegal. Das Spannende an diesen ganzen Hackathons ist ja immer, die Idee, mit der man anfängt, hat überhaupt nichts zu tun mit der Idee, also wie die Idee dann am Ende aussieht. Ja? Zum Glück ist die Teilnehmendenschaft divers und durch verschiedenste Generationen. Und genau so geht es ja eigentlich nur. Es sind ja auch nicht immer nur die Jungen, die aufbrechen. Ich würde mal sagen, Stefan Breidenbach ist sehr lange im Geschäft, ist aber einer der absoluten Vorderfront-Innovatoren. Und das ist interessant, dass sich die Innovationskräfte eigentlich aus allen Ecken, aus allen Generationen, aus allen Herkünften begegnen. Und daraus entsteht dann Kraft. So, two types of lawyers in the future. There's lawyers that work with AI, and there's lawyers that are unemployed. There's two types of employed lawyers. There's the lawyers that tell the AI what to do, and there's the lawyers that get told what to do by the AI. Das Schicksal von Regeln ist Code. Wir gehen als Juristen mit Regeln um, wir haben Prozesse mit Regeln und alles, was Regeln sind, wird definitiv in Code verwandelt werden. Wir wissen nur nicht den Zeitpunkt. Da liegen Dystopie und Utopie ziemlich nah beieinander im Sinne von yes, nie wieder arbeiten und auf der anderen Seite, oh Gott, nie wieder arbeiten, was tue ich jetzt mit mir? Und warum das Thema jetzt gerade interessant ist, dass es gibt immer mehr Startups in Europa. Heutzutage verwalten sie ihre Aktien mit riesigen Excel-Sheets. Und ich bin davon überzeugt, dass in 5 Jahren das nicht mehr so sein wird, weil es einfach viel zu fehleranfällig ist, umständlich und intransparent. In den meisten Kanzleien und Rechtsabteilungen wird bis zu 50% der Zeit mit repetitiven Aufgaben verbracht. Das bedeutet für Rechtsabteilungen und Unternehmen sehr hohe Kosten. Ich glaube, in Deutschland rechnet man mit um die 1 Milliarde Umsatzverlust im Jahr. Seit 2016 hat sich das Transaktionsvolumen verdoppelt pro durchschnittlichen Transaktion. Das heißt, die Kohle ist da und trotzdem ist das Wachstum irgendwie nicht da, was im Prinzip jetzt für mich als Venture Capitalist eine großartige Sache ist. Ich habe einen Markt, wo unglaublich viel Angst geschaffen werden kann und das Schöne ist, durch die Digitalisierung haben wir auch noch Lösungen. So this is interesting, right? Because legislation comes into place. We think that something might have changed, but actually data says no. And I spoke about measurement being an approximation, but crowdsourced data has its own particularities. But I think you already knew what I was going to say, is that we have to be careful with these data, right? Aber vor den Tools kommt was ganz anderes, nämlich das Mindset, sich verändern zu wollen und zu müssen, mitzugehen. Auf der zweiten Stufe kommen dann die Fähigkeiten dazu, die man dazu erlernen muss. Und dann erst kommen die Tools, damit ich mir überlegen kann, an welcher Stelle ist es denn sinnvoll. Deswegen freut es mich sehr, dass hier zum Beispiel auch dieses Jahr zum ersten Mal die Workshops eingebaut wurden und wo dann auch die Teilnehmer wirklich aktiv mitmachen konnten und man auch tatsächlich sehen konnte, welche Tools es gibt und wie man die benutzt. Und es wurde auch gefragt, was habt ihr für Probleme, was habt ihr für Sorgen, wo ist euer Leidensdruck. Also die Beziehung zwischen der Konferenz, den Machern der Konferenz und den Teilnehmern wird enger, glaube ich, und der Praxisbezug stärker. So wie es jetzt ist, wird es in einigen Jahren nicht mehr sein. Und das ist eine Erkenntnis, die, glaube ich, viele hier schon haben. The data is the new oil, that has already been mentioned, and nowadays most of the most valuable companies in the world
derive a lot of their value out of data. So what does that mean for the legal industry? Und deswegen haben wir uns gedacht, jetzt stellen wir uns doch mal vor, wenn juristische Inhalte nicht nur auf Text bestehen, also auch auf Text, aber auch auf Code. Was wäre dann? Was wäre, wenn eine Maschine Verträge und juristische Inhalte lesen könnte und auswerten könnte? Jeder, der noch irgendwie länger als 5 Jahre arbeiten muss sich damit auseinandersetzen, dass wenn er nicht grundsätzlich die Art, sein Produkt zu verkaufen, ändert oder anpasst oder reflektiert überdenkt, extreme Probleme haben wird. Ich habe dieses Roboterbild angeworfen. Ich möchte auch auf keinen Fall Juristen ersetzen. Es ist uns ja allen klar, wenn wir juristisch arbeiten, 80% der Arbeit ist Arbeit, die wir eigentlich nicht machen wollen. Lustigerweise ist das auch die Ecke, also diese repetitive, standardisierbare, automatisierbare Arbeit, das ist lustigerweise die Ecke, wo Machine Learning sehr viel helfen kann und gleichzeitig auch noch die Ecke an Arbeit, die der Mensch nicht gerne macht. Es gibt einfach ein ganz großes Gefälle zwischen dem Bedürfnis der Leuten und der Wirklichkeit der Juristerei. Und ich möchte eigentlich, dass die Juristerei näher zum Menschen kommt und dass wir die Bedürfnisse und Anforderungen der Leute von uns allen viel besser durchsetzen können. Aus meiner Sicht kann man die Veranstaltung jedem empfehlen, der interessiert ist an neuen Dingen. Und das, was die Botschaft ist, die Leute sollen weiter aufgeschlossen sein, diese data-driven Juristen. Das ist das, was man den Anwälten, den jungen Leuten mitgeben muss. Seid aufgeschlossen für andere Profile. Und die Konferenz ist aus meiner Sicht ein super Event, um genau dieses Mindset mal zusammenzuführen.